Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von UF Pro die Storm Chaser Windjacke. Wir haben euch auf der Enforce Tech schon mal ganz kurz angeteasert, was es an Neuheiten bei UF Pro dieses Jahr gibt. Unter anderem die Storm Chaser Windjacke. Wir haben schon öfters Windjacken bei uns auf dem Kanal vorgestellt. Windjacken, da scheiden sich immer die Geister. Was der eine gut findet, ist für den anderen blöd und andersrum. Deswegen finden wir es immer gut, wenn es verschiedene Ansätze von verschiedenen Herstellern gibt. Der Markt gibt verschiedene Optionen her für Windjacken. Das finden wir auch gut, denn der eine findet es so gut, der andere findet es so gut. Wir haben zum einen Windjacken, die natürlich sehr leicht sind, vielleicht aus einem Polyester-Nylon-Material. Die sind dann von der Windundurchlässigkeit nicht so gut. Ja, das heißt, sie lassen Wind durch, aber dann auch eben atmungsaktiv. Die haben dann vielleicht auch nochmal eine etwas schlechtere Wasserdichtigkeit, aber dafür hat man eben diese Atmungsaktivität. Dann gibt es wiederum Windjacken, die sind vielleicht aus dem Softshell-Material, die lassen noch mehr durch und sind dann gerade auch für die Bewegung gut, die sind leise. Und es gibt Jacken, die sind aus einem Nylon-Polyester-Material und die sind relativ dicht. Otegear zum Beispiel haben wir vorgestellt, die haben so eine Windjacke, die ist sehr, sehr dicht. Und genauso ist es auch hier mit der UF Pro Storm Chaser Windjacke. Die ist auch winddicht, ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier mir so ein bisschen Material nehme und da durchblase, werde ich da nicht durchkommen. Das ist natürlich gewollt. Wir haben hier eine Windjacke, die soll ja Wind abblocken, hat aber dann natürlich auch dann den Nachteil, dass die Atmungsaktivität ein bisschen leidet. Somit hat man hier eine Windjacke, die vielleicht in der Bewegung nicht so gut ist wie eine Windjacke, die mehr atmet, aber dadurch eben absolut dicht ist in der Ruhephase und vor allem eben auch nochmal eine Wasserdichtigkeit mit sich bringt, die höher ist, als es bei anderen Windjacken der Fall ist. Wir reden hier nicht von einer Regenjacke mit Gore-Tex, sondern wir reden hier von einer Windjacke. Und das ist natürlich vielleicht auch gerade für die Einsatzkräfte oder Soldaten interessant, die eben nicht zwei Jacken mit sich rumschleppen wollen, eine Regenjacke und eine Windjacke, sondern die sagen, ich habe eigentlich weder den Platz noch das Gewichtvolumen übrig, um hier was unterzubringen in meiner Ausrüstung und möchte gern nur eine Sache mitnehmen. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, eben eine Windjacke mitzunehmen, die ultra leicht ist, denn der Storm Chaser wiegt gerade mal 200 Gramm und habe dadurch aber auch nochmal eine, ich sag mal, okay Wasserdichtigkeit, was die Regenjacke angeht. Vielleicht für alles andere, gerade im Sommer, wo man sagt, okay, gut, wenn es regnet und man nass wird, ist es jetzt nicht so tragisch. Dann habe ich zumindest mal die Windjacke, die einen Teil des Regens abhält. Und was dann unten drunter nass wird, trocknet dann auch wieder schnell. Im Winter natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Aber das sollte man einfach im Hinterkopf behalten, wenn man auf der Suche nach einer Windjacke oder Level 4 Jacke ist. Der Storm Chaser ist aus 100% Polyamid gefertigt. Und wir haben hier an den Bündchen Schöller Stretch-Material, wie es auch bei den Hosen von UF Pro eingesetzt wird. Sehr elastisch, sehr angenehm auf der Haut und eben auch schnell zum Anziehen mit Handschuhen. Das Material, ihr hört es schon ein bisschen, ist natürlich etwas lauter als jetzt ein Softshell-Material, aber dadurch ist es ultra dünn und extrem leicht. 200 Gramm für so eine Jacke, da kann man absolut nicht meckern. Natürlich immer auch auf Kosten einiger Features. Das hat man bei anderen Herstellern ja auch. Der eine oder andere sagt dann, okay, ich mache keine Taschen für die Hände, habe dafür dann aber hier eine Brusttasche, ich mache eine Achselbelüftung, was auch immer. Alles, was man irgendwie mit Zippern mit reinbringt, bringt natürlich wieder Gewicht. Und hier bei UF Pro hat man gesagt, wir haben einmal einen durchgängigen Front-Zipper mit einem Schiffchen. Das heißt, die Jacke ist nur in One-Way zu öffnen, eine Richtung. Der Reißverschluss ist hier natürlich mit einer Flappe unterlegt und über dem Reißverschluss läuft auch nochmal eine Flappe. Das heißt, doppelter Windschutz auch in der Front am Reißverschluss. Brusttasche gibt es keine, dafür aber die Handwärmertaschen, nenne ich sie jetzt mal, oder die Eingrifftaschen hier an der Hüfte. Da habe ich auf jeder Seite eine, die auch nochmal mit einem Zipper verschlossen werden kann. Man kann die Jacke in sich selbst packen, in diese Tasche reinpacken. Sie ist aber nicht dafür vorgesehen. Das heißt, es gibt innen keine Aufhängelasche und die Nähte sind natürlich dann auch exponiert. Und ich habe das Schiffchen eben auch nur auf der einen Seite. Das heißt, ich muss mir schon irgendwie behelfen. Aber wer das möchte, kann die Jacke auf jeden Fall auch in sich selbst packen. Die ist aber tatsächlich so klein und kompakt, dass man die auch einfach so in die Hosentasche stopfen kann. Weitere Ausstattungsmerkmale, ganz wichtig natürlich die Justierung, die Einstellung. Da habe ich einmal im unteren Bund hier eine
Shockcord, die mit einem Kordelstopper versehen ist. Da kann ich dann hier einmal unten die Jacke dicht machen und dasselbe natürlich auch für die Kapuze. Hier hat man ein sehr cooles System sich ausgedacht, um die Shockcord unterzubringen, um eben auch dem Träger nicht hier, man kennt das ja ganz oft bei Jacken, wenn man nicht mehrere Jacken hat und nicht hundertprozentig weiß, wo sind jetzt die Kordelstopper, dann fängt man wieder an hier zu suchen, wo ist es genau an welcher Stelle. Und hier hat man das ganz einfach gelöst, indem man die Ansätze hier hingesetzt hat. Das heißt, ihr habt hier das Zugband und da könnt ihr einfach dran ziehen und dann da entsprechend einstellen. Und zum Lösen habt ihr hier den Kordelstopper, der im Material verarbeitet ist. Und mit dem könnt ihr dann das Ganze auch wieder lose bekommen. Die Kapuze ist von der Größe her so, wie man hier auch schön sehen kann, dass ein Gefechtshelm inklusive Tarnnetz ohne weiteres darunter passt. Man hat hier im oberen Bereich nochmal einen Schirm, wie man das auch kennt bei UF Pro Produkten, um einfach nochmal ein bisschen mehr Sicht zu haben, wenn man die Kapuze aufhat und eben dann die Augen etwas abgeschirmt sind. Mehr gibt es zum Storm Chaser nicht zu sagen von UF Pro. Wir finden, wie gesagt, man muss selber wissen, welche Windjacke man möchte. Möchte man eine komplett dichte oder möchte man eine eher atmungsaktive? Wir finden beide Sachen ganz gut, je nach Anwendung natürlich. Im Sommer sind wir eher Freunde von einer Windjacke, die mehr atmen kann. Und im Winter setzen wir ganz klar auf Windjacken wie diese, weil ich dann einfach nochmal einen zusätzlichen Schutzschild habe nach außen, der auch nochmal bei Regen ganz gut ist. Wir haben natürlich auch nochmal getestet, was die Jacke bei Regen kann und das Ergebnis seht ihr hier. Unser Fazit zur Storm Chaser. Die Storm Chaser von UF Pro fällt eindeutig unter die Kategorie der windundurchlässigen Jacken, aber eben auch weniger atmungsaktiven Windjacken. Habt das im Hinterkopf, wenn ihr euch für die Jacke entscheidet. Unserer Meinung nach, aber das hängt auch wieder ganz persönlich von eurer Thermik ab, wenn ihr schnell schwitzt oder auch nicht schnell schwitzt, oder ob ihr die Jacke statisch nutzen wollt oder in der aktiven Bewegung. Wenn ihr sagt für Statik und für wenig Schwitzen, ist es auf jeden Fall ganzjährig eure Jacke, wenn ihr die Jacke auch in der Bewegung noch nutzen wollt, wenn ihr sie nicht nur zum Verhindern des Auskühlens nutzen wollt, wenn ihr irgendwo den Berg hochgeklettert seid und geschwitzt seid, dann solltet ihr natürlich gucken, dass ihr eine Jacke habt, die eben auch für Atmungsaktivität nochmal ein bisschen besser mitarbeitet. Ihr bekommt die Storm Chaser von UF Pro in Schwarz oder hier in Oliv zu sehen bei Regan Company. Der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Habt ihr die Jacke euch vielleicht schon gegönnt? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Ansonsten wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Schaut mal in unseren Blog, da haben wir noch mehr Informationen für euch. Bis dann, macht's gut. Bye bye.